Diese ukrainische Offensive hat ja begonnen in dem Gebiet Kursk. Wie ist dort die aktuelle Lage? Es gibt auch Berichte über Söldner, die im Einsatz sind. Was weißt du? Ja, also wir haben da in der Provinz Kursk, alles russisches Kernland, da 3 Orte, die besonders im Fokus stehen. Das ist Sucha, dann haben wir Karenova und was wir noch haben, ist Rilsk. Also 3 so kleinere administrative Zentren, vielleicht muss man es auch größere Gemeinden nennen. Auf jeden Fall sind das so die Hotspots, und wie viele Ukrainer eingedrungen sind in russisches Kernland, lässt sich auch schwer sagen. Da gab es die Zahl 1000 Soldaten, aber es gibt hier auch die Meinung, dass es wesentlich mehr waren. Es scheint so zu sein, dass die Russen jetzt Truppen da in dieses Krisengebiet hineingeschickt haben, und zwar massiv. Unter anderem wohl auch wieder Söldner. Wir kennen sie noch vom letzten Jahr, die Wagner-Söldner, die mittlerweile unter der Führung des russischen Militärs sind, also der Armee und der russischen Garde, keine eigenständige Söldnertruppe mehr ist, aber die Kämpfer sind geblieben häufig, und das sind natürlich erfahrene Männer, und die sollen da jetzt diesen Brand helfen zu löschen. Also Wagner-Söldner im Kursk bei den Verteidigungskämpfen, und es geht wohl darum, die Ukrainer aufzuhalten, zurückzudrängen und dann mit Sondereinheiten auch immer wieder aus dem Hinterhalt zuzuschlagen, um eben möglichst viele Eindringlinge zu neutralisieren. So zumindest lese ich das Konzept der Russen in verschiedenen russischen Telegram-Kanälen. Es ist sehr viel Nebel. Ich denke 2, 3 Tage, und dann haben wir mehr Klarheit, was da wirklich passiert in Kursk. Die Lage ist brenzlig für Russland. Das muss man ganz klar so konstatieren.